Hallo allerseits! Heute zeige ich euch, wie man mit Aquarell und wenigen Farben, nämlich nur 2, ein tolles kleines Aquarellbild mit Eisbären malt. Die wichtigste Technik in dem heutigen Video ist das Arbeiten mit Salz. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal mache ich den Himmel hinter den Eisbären komplett nass. Dafür nehme ich auch gerne einen größeren Pinsel. Achte darauf, dass ich die Umrisse nicht übermale. Und mache so langsam das ganze Papier nass. Weil ich hier mit viel Wasser arbeite, nutze ich 100% Baumwollpapier. Das kann gut mit viel Wasser umgehen. Und dann sehen die Effekte auch einfach richtig schick aus. Keine Pfützen, aber feucht. Wie man hier vielleicht sehen kann, ist ein leichter Glanz. Okay, wenn wir das geschafft haben, dann nehme ich mal meinen kleineren Pinsel. Wobei, vielleicht nehme ich doch den größeren. Muss ich gleich mal gucken. Ich probiere das mal aus. Und dann machen wir so eine schöne Polarnacht. Da ist jetzt gerade schon ein bisschen was rüber gespritzt. Das ist gar kein Problem. Und deswegen nehme ich so ein schönes, kühles Türkis einfach noch. Das so ein bisschen durchschimmert. Nicht überall, aber überall ein bisschen. Und dann gehe ich aber in mein Indigo rein und verteile das hier mal überall so. Das ist mein dunkelblau. Schaue, dass ich hier die Umrisse gut bekomme. Die Ohren. Ja, also einmal hier so rum. Und das zweite Ohr. Achtet darauf, dass euer Papier nass genug ist, damit ihr auch Zeit habt, die Farbe aufzutragen. Wenn das zu trocken ist, dann trocknen euch die Farben schneller, als ihr malen könnt. Das ist dann manchmal ein bisschen stressig. Aber wenn ihr das schön feucht gemacht habt, habt ihr eine Weile Zeit. Könnt auch noch ein bisschen ausbessern, dass ich hier so ein schickes Ohr hinbekomme. Ich bin ein bisschen drüber gegangen, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen kleiner. So. Hier noch ein bisschen runder die Form. Ja, so gefällt mir das gut. So, und dann kann ich das hier auch überall verteilen. Ich schaue, dass ich die ganzen Ecken angemalt bekomme, dass ich nachher schöne weiße Ränder habe. Jetzt mische ich das hier auch noch mal so ein bisschen. Ja, hier sieht man schon, das trocknet dann. Gerade da, wo ich nicht mehrmals mit dem Wasser rübergegangen bin, geht das auch ganz schön schnell. So, dann passt mir das so ganz gut. Mal so ein bisschen Kies mit rein. Und dann greife ich zu meinem Salz, ganz normales Haushaltssalz, und streue das hier rüber. Ich habe zum Umgang mit Salz ein Video gemacht.
Wenn ihr das also zum ersten Mal macht, probiert euch gerne vorher mit dem aus. Und dann warte ich jetzt ab und lasse das Ganze trocknen. Ich bleibe aber nicht untätig und kümmere mich in der Zwischenzeit mal um die Gesichter von den Eisbären. Ihr seht, ich habe das mit Bleistift ein bisschen vorgezeichnet. Und das kann man jetzt entweder mit einem Pinsel und Farbe anmalen. Aber gerade wenn das so klein und frickelig ist, nehme ich auch einfach gerne einen Fineliner, wie den hier von Unipen. Und dann starten wir mal. Und zwar male ich einmal das Auge hier. Ich schaue, dass ich ein bisschen Weiß übrig lasse. Dann mache ich das andere Auge. Ich schaue auch da, dass etwas Weiß übrig bleibt. Und ihr seht schon, das ist recht frickelig. Das wäre mit dem Pinsel noch ein bisschen frickeliger. So, dann kümmere ich mich um die Nase. Gucke ich mal, lasse ich da vielleicht ein bisschen was übrig für die Löcher. Mal schauen. Ihr seht, ich habe eine grobe Skizze und dann überlege ich mir währenddessen, wie ich es genau mache. Ich glaube, ich lasse hier oben auch ein bisschen was übrig. Das Lichtreflex. Dann gucke ich mal. Ich sag mal, im Zweifel kann ich die Nasenlöcher auch wieder ausmalen. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal mit an. Schaue, wie mir das gefällt. Und im Zweifel male ich die einfach auch wieder aus. Aber ich glaube, ich mag sie. Jo, ich glaube, ich gucke mal gleich. Aber den Reflex hier oben, den male ich wieder aus. So, also man sieht das nicht viel, ne? Nur so ein Hauch ist da ein bisschen weiß. Oder male ich es doch aus? Ich male es doch aus. Ja, es gibt kein richtig und falsch, nur ein gefällt mir das oder nicht und ich male es diesmal einfach ganz aus. Dann kommt hier noch die Schnute und ich lasse ihn ein bisschen lächeln. So. So gefällt mir das. Und das gleiche mache ich hier bei dem kleinen Mini-Eisbären. Also auch da einmal die Augen. Ein bisschen weiß lassen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, ist auch nicht schlimm. Dann das zweite Auge. Ich habe mir die vorher eingemalt mit dem Bleistift, weil es schon einen großen Unterschied macht, wie man die Augen positioniert. So. Und dann bekommt er auch eine Nase. Die male ich auch ganz aus. Und noch eine kleine Schnute. So. In der Zwischenzeit seht ihr, wie sich hier was tut. Das ist der Wahnsinn, ne? Also wie das Salz dafür sorgt, dass die Pigmente zur Seite geschoben werden und sich dann so tolle Kristallstrukturen bilden. Das lassen wir also weiter seine Arbeit machen, das Salz, und kümmern uns um die Ohren. Für die Ohren mische ich das Türkis mit dem Blau einfach zusammen. Mische viel Wasser dazu, damit ich nicht so viel Farbe habe. Und dann male ich einfach so ein kleines Dreieck hier rein. Das ist natürlich im realen Leben nicht so, dass Eisbären türkise Ohren haben. Aber weil ich diesmal mich dazu entschlossen habe, einfach so ein zweifarbiges Bild zu machen,
bekommen sie die jetzt. Da muss ich noch mal ein bisschen nacharbeiten, dann bin ich rübergekommen. Deswegen gebe ich dem jetzt hier so ein kleines Röhrchen. Also viel Wasser, wenig Farbe, dann werden die auch hell genug. Und hier gibt es auch noch ein kleines Öhrchen. Dann mache ich mit demselben Farbton einfach noch ein paar ganz kleine Schattierungen. Also zum Beispiel hier, wo das Gesicht aufhört, gehe ich einfach mal so ein bisschen hin und mal ein bisschen das Fell, imitiere das mal so ein bisschen nach. Das könnt ihr aber auch lassen. Noch ein bisschen Schattierung. Und dann mache ich hier nochmal die Begrenzung, also da, wo der eine Bär anfängt. Einfach nochmal mit dem hellen Ton lang gehen. Ich nehme ein bisschen was ab, das war mir jetzt ein bisschen zu viel. Man kann entweder mit dem Pinsel Farbe abnehmen oder man nimmt sich ja ein bisschen Küchentuch und tupft das noch weg. Da gibt es also auch viele Möglichkeiten. Gut. Und das lassen wir jetzt einfach fertig trocknen. Das Salz ist getrocknet und nun rubbeln wir das einmal ab. Das sieht doch schon richtig schön aus. Und als letzten Schritt gebe ich einfach noch Gouache, also deckendes Aquarell, als Schneeflocken drauf. Und dafür mache ich das ein bisschen feuchter, damit es nicht so pastös ist. Und ein bisschen Wasser mit dazu. Und dann gucke ich mal, dass es nicht die Eisbären erwischt, gerade so die Augen. Und sprenkel hier noch ganz viel Schnee drauf. Ich kann entweder auf meinen Pinsel draufhauen oder ich kann auf andere Pinsel draufhauen. Aber ein bisschen andere, das gibt nochmal ein bisschen andere Muster. Probiert euch also einfach aus. Je mehr Wasser, desto größer werden die Sprenkler. Und dann heißt es irgendwann aufhören. Zuletzt kommt noch das Malerkrepp ab. Und fertig ist die kleine Malerei. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und dann wünsche ich frohes Malen.